Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video möchte ich dir nochmal 4 Schablonen für die Geschenktasche Tiffy vorstellen. Dass die Geschenktasche so beliebt ist, freut mich natürlich total und da habe ich mir nochmal 4 winterliche, weihnachtliche Motive überlegt, die man schön auf die Geschenktasche aufnähen kann. Da ist als erstes der Pilz. Dafür habe ich mir ja schon für den Stumpf so bräunlich-gelbliche Farben ausgesucht und für oben habe ich gepunktete Stoffe zurechtgelegt. Mal gucken, welcher es nachher wird. Ob es der Fliegenpilz wird. Mal schauen. Als allererstes, und das ist bei allen Schablonen gleich, schneidest du die Schablonen aus dem Papier aus. Ja, ich nehme hierfür natürlich den Stoff mit den großen Punkten. Das passt auch so schön zu dem Grün. Und daraus schneide ich jetzt die Futterteile zu. Und ich habe 2 Stoffstücke zugeschnitten, die an allen Seiten ca. 3 cm breiter sind als die Schablone. Auf einem der Außenstücke markiere ich erstmal die Mitte. Ebenso auf einem der Stoffstücke. Und markiere mir hier 5 cm oben vom Rand. Bis dahin geht nämlich der Griff. Und an diese Markierung lege ich nun rechts auf rechts, mittig, eins von den Stoffstücken und stecke das mit ein paar Nadeln fest. Dann kommt die Schablone auf den Stoff und ich zeichne mit einem Bleistift einfach einmal die Umrisse auf den Stoff. So, alles ist gut zu sehen. Dann nähe ich jetzt entlang dieser Linie die beiden Stoffe aufeinander. Am Ende auf jeden Fall ein bisschen über den Anfang der Naht hinwegnähen und verriegeln. Jetzt den Stoff herausschneiden. Circa 0,5 cm bleiben auf der Innenseite stehen. Einmal entlang der Naht den Stoff rausschneiden und anschließend in den Rundungen immer einschneiden bis kurz vor die Naht. Hier seht ihr übrigens die 4 Schablonen vom letzten Mal. Und bei der Geschenktasche ist noch der Tannenbaum und die Weihnachtskugel dabei. Also, wenn der Stoff herausgeschnitten ist, dann, wie gesagt, an den Rundungen immer bis kurz vor die Naht einschneiden. Je enger die Rundung ist, desto näher sind die Schnitte aneinander. Und beim Stiel die Ecken vom Stoff wegschneiden. Ich bügele hier schon mal den Stoff so in die Richtung, in der er nachher soll, nämlich durch das Loch. Und ich habe mir hier auch schon mal mein Stäbchen zurechtgelegt, damit ich gleich diese Ecken an dem Stiel gut ausformen kann. Aber natürlich vorsichtig, damit man nicht durch den Stoff hindurchsticht. Wenn es sich, wie hier bei mir an dieser Stelle, nicht ganz so gut umlegen lässt, vielleicht hat man nicht so richtig bis an die Naht geschnitten und da kann man nochmal nachschneiden. Das mache ich hier auch gerade. Hier ist es auch ein bisschen heller am Fenster. Das konnte ich vorhin am Tisch nicht so gut sehen und jetzt klappt das auch gut und jetzt kann ich die ganzen Ecken schön glatt bügeln. Für den oberen Stoff habe ich mich ja schon entschieden und unten hatte ich mir das zurechtgelegt. Das ist einmal Musselin, das ist einfach Canvas und das ist so ein bisschen so ein samtiger Stoff und der gefällt mir am besten und den werde ich jetzt für den Stiel nehmen und dann nähe ich die beiden Stoffe einfach rechts auf rechts aufeinander.
Dann rolle ich hier mal schnell die Nahtzugaben auseinander und dann kommt der Stoff hinter den Ausschnitt und wird dort mit ein paar Nadeln festgesteckt. Nun werden die Stoffe knappkantig hinter dem Ausschnitt festgenäht. Zum Höhenausgleich muss ich hier etwas hinten unterlegen. Dafür nehme ich so ein Stückchen vom Gurtband. Und dann bis zum Anfang der Naht nähen, ein paar Stiche darüber hinweg und die Naht verriegeln. So sieht das jetzt aus. Den Stoff etwas zurückschneiden an allen Seiten und dann die Geschenktasche zu Ende nähen. Die Nähanleitung für die Geschenktasche Tiffy kommt nochmal im Anschluss an die Vorstellung von den ganzen Schablonen ab Minute, das schreibe ich hier oben rechts hin. Und so sieht die Tasche dann aus. Sie ist komplett gefüttert, da kann man jetzt schön seine Geschenke reintun, die Tasche verschenken und dann am besten weiter verschenken. Weiter geht's mit der nächsten Schablone, ein kleiner Handschuh. Dafür habe ich hier mir so einen Rest von so einem Bündchen rausgelegt und einen schönen so einen Weihnachtsstoff für den Handschuh halt. Als erstes wird wieder der Stoff einmal in der Mitte gefaltet, um die Mitte zu markieren. Das gleiche bei dem anderen Stoff und dann wird das wieder auf rechts aufeinander gesteckt. Anschließend den Umriss vom Handschuh aufzeichnen. Das Ganze aufeinander nähen und anschließend ausschneiden. Dann diagonal oben in die beiden Ecken einschneiden und in den Rundungen wieder bis kurz vor die Naht auch schneiden und hier an dem Zipfel, der so nach innen steht, den Stoff abschneiden und die Nahtzugabe noch etwas schmaler zurückschneiden. Und das ist die kniffligste Stelle, die vorsichtig auf die andere Seite schieben und dann das Ganze da durchschieben und bügeln. Von so Fertigbündchen bleibt ja schon mal was übrig, was nicht mehr reicht oder höchstens nur noch für eins. Und das habe ich mir jetzt so vorgestellt, dass ich das an den Stoff annähe und dann so eine Handschuhoptik halt erziele. Und dafür habe ich die beiden Stoffe aneinander genäht. Hier klappe ich die Nahtzugabe zur unteren Seite und dann stecke ich den Stoff hinter der Tasche fest und nähe das Ganze knappkantig aufeinander. Das nächste Motiv ist eine Glocke. Genauso wie die beiden Male davor, den Stoff feststecken, den Umriss auf den Stoff übertragen, das Ganze auf der Linie nähen und dann ausschneiden. Dann an den Ecken wieder den Stoff abschneiden und eventuell die Nahtzugabe etwas schmaler schneiden und in den Rundungen einschneiden bis kurz vor die Naht. Dann auch hier diese Ecken vorsichtig mit einem Stäbchen oder ähnlichem nach außen schieben und den Stoff dann auf die andere Seite bügeln. Auch für dieses Motiv nähe ich wieder zwei Stoffe aneinander, einmal oben für die Glocke und dann für das Stückchen von dem Klöppel heißt das wohl, habe ich im Internet gelesen. Die beiden Stoffe einfach aneinander nähen, die Nahtzugabe auseinander streichen oder bügeln und dann hinter
die Öffnung stecken und knappkantig dahinter nähen. Und die Nummer 4 ist bei mir der Stern. Der fehlte mir noch und ich finde, der gehört ja auch irgendwie zur Weihnachtszeit dazu. Und da verfahre ich genauso wie bei den anderen 3 Motiven. Bei dem Stern habe ich darauf geachtet, dass ich die Ecken nicht zu spitz mache. Das erleichtert das Nähen bzw. das Ausschneiden und Bügeln etwas. Und hier sind einige Ecken, bei denen jetzt der Stoff weggeschnitten werden muss. Und in den Spitzen wird dann wieder ein paar Mal in den Stoff eingeschnitten, sodass sich das gleich gut ausformen lässt. Da beginne ich auch wieder die innenliegenden Teile nach außen zu schieben und bügel das Ganze dann schön aus mit viel Dampf. Diesen schönen Stoff hatte ich mir bestellt und da steht ja Merry Christmas drauf und da habe ich den Stoff so zugeschnitten, dass das genau in die Mitte kommt. Und dann stecke ich das dahinter fest und nähe das wieder knappkantig aufeinander. Das letzte Motiv ist auch fertig. Hier siehst du nochmal alle im Überblick und nun kommt die Nähanleitung für die Geschenktasche Tiffy. Das waren die Vorbereitungen für das Motiv. Also wenn du ohne Motiv nähst, dann geht es quasi hier erstmal los. Und zwar nimmst du dir die beiden Stoffstücke für das Futter und zeichnest das Griffloch ein. Auf die linke Seite von beiden Stoffstücken wird also dieses Rechteck gezeichnet. Je einer der Futterstoffe wird nun rechts auf die Außenstoffe geklammert. Und dann wird entlang der Linien genäht. Beginne am besten an einer der langen Seiten. Die Nadel im Stoff versenken und dann bis zur ersten Ecke nähen, den Stoff wenden, die kurze Seite nähen, dann wieder die lange Gerade bis zur anderen Seite und am Ende etwas über den Anfang der Naht hinweg nähen und die Naht verriegeln. Zwischen den beiden Nähten wird nun mittig aufgeschnitten. Dafür kannst du dir entweder hier so eine Zeichnung machen oder du machst es Pi mal Daumen, so wie ich. Also in der Mitte wird eingeschnitten, dann so bis 1 cm vor das Ende und dann diagonal in die Ecken bis kurz vor die Naht. Nun wird die Kante wieder gebügelt und dann wird der Futterstoff durch das Loch auf die andere Seite geschoben. Dann den Griff gut ausformen und die Kanten schön flach bügeln.
dann kannst du jetzt an beiden Stoffstücken oben 1 cm links auf links bügeln. An beiden Taschenteilen natürlich. Hier kann man dann schon mal gucken, dass die Kanten gut aufeinander passen. Von der äußeren Tasche wird nun der Boden rechts auf rechts gelegt und geklammert. Anschließend nähst du das mit einer geraden Naht zusammen. Die Nahtzugabe ist 1 cm und die Nähte verriegeln. Nun die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Als nächstes legst du die Seiten von der Außentasche rechts auf rechts aufeinander. Der Zentimeter, hier siehst du es, der so umgebügelt ist, der bleibt so unten liegen und dann werden die Seiten zusammengesteckt und mit 1 cm Nahtzugabe genäht. Die Nähte natürlich verriegeln. Ich lege mir hier schon mal 2 Klammern parat, damit ich die gleich habe, um die seitlichen Bodennähte zu stecken. Also jetzt wird erstmal hier diese seitliche Nahtzugabe auseinandergebügelt bis unten hin und dann passt das ja schon so gut aufeinander, dass man das direkt feststecken kann. Und das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Jetzt dort nähen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Die Nahtzugabe jetzt auf ca. 0,5 cm zurückschneiden und dann an dem Futterbeutel die Bodennaht aufeinander legen und dort eine Wendeöffnung von ca. 10 cm markieren. Anschließend die Seiten aufeinander stecken und dann alles mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Auch hier bleibt der obere Rand so umgeklappt und wird so aufeinander gesteckt. Nun ziehst du den Stoff hier unten an den ausgeschnittenen Ecken so auseinander, dass die Nähte aufeinandertreffen. Dann faltest du die Nahtzugabe so auseinander und klammerst das fest und nähst dann an beiden Seiten die seitlichen Bodennähte. Auch hier die Nahtzugabe etwas zurückschneiden. Und dann die Tasche wenden. Aber noch nicht komplett wenden, sondern erstmal so weit, bis die rechte Seite des Futterbeutels sichtbar ist. Dann legst du dir die Wendeöffnung so vor dich hin und steckst unten das Loch mit einer Nadel zu. Vielleicht muss man die Außentasche ein bisschen wegziehen von der Öffnung, damit man gleich gut nähen kann. Nun nähe ich also knapp an der Kante die Wendeöffnung zu. Jetzt die Tasche weiter wenden, dass der Außenbeutel halt auch außen ist
und dann die Ecken ausformen. Man kommt ja noch zwischen die beiden Stofflagen und dann geht das eigentlich ganz gut. Die Nahtzugabe von dem Futterbeutel wird jetzt an den Seiten auseinandergebügelt und dann steckt man den oberen Rand aufeinander. Als letztes werden nun knapp neben der Kante die Taschen aufeinander gesteppt. Dafür stelle ich eine etwas längere Stichlänge ein, 3 oder 3,5 mm. Ich entferne hier die Schublade von der Nähmaschine, dann geht das alles etwas besser. Dann schiebe ich die Tasche unter den Nähfuß und nähe die beiden Teile zusammen. Die Nahtzugaben an den Seiten liegen ja auseinander. Falls da doch mal ein bisschen was hervorblitzt, dann versuche ich das so mit einer Pinzette dazwischen zu schieben und da drüber zu nähen. Am Ende die Naht natürlich verriegeln und dann war es das. Die Tasche ist fertig. Ich hoffe natürlich, mein Video hat dir gefallen und du findest die neuen Motive auch so süß wie ich. Ich freue mich sehr über ein Feedback in den Kommentaren und natürlich auch über einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Die Schnittmuster bzw. Schablonen biete ich natürlich in meinem Shop an. Da habe ich einmal das 4er-Set mit den Schablonen aus diesem Video und ein 4er-Set von den Schablonen von letzten Mal und die Geschenktasche Tiffy. Und für die, die sich nicht entscheiden können und möchten, biete ich auch ein Komplettpaket Geschenktasche mit Schnittmustern und 10 Schablonen an zum Sonderpreis. Natürlich kannst du auch Schnittmuster in meinem Shop finden, die nichts mit Weihnachten zu tun haben und auch einige Freebooks. Klickt doch gerne mal rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit, in der ihr hoffentlich viel Zeit habt für gemütliches Nähen und kreative DIY-Projekte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!